Auf die Plätze, fertig, auf geht's in die legendäre 120 Plus Loco Chicken Challenge. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und damit steht natürlich wieder was Neues, Großes an. Wie ihr sehen könnt, sind wir bei keinem Geringeren als bei Loco Chicken, der Laden, der natürlich vor allem von Luciano bekannt ist. Hier gibt's Chicken Wings, Chicken Bites und noch viel, viel mehr. Chicken Burger natürlich nicht zu vergessen. Und wusstet ihr, dass Loco Chicken mittlerweile in über 120 Städte liefert? Und das Ganze nehmen wir als Anlass, um gemeinsam mit Loco Chicken eine epische Challenge aufzustellen. 120 Chicken Wings und natürlich auch Bites werden wir versuchen zu essen. Das Ganze wird episch. Wir werden den ersten Loco Chicken Rekord aufstellen. Und ich bin gespannt, ob wir das Ganze schaffen, wie das Ganze schmeckt und wünsche euch viel Spaß mit einer epischen Loco Chicken Challenge. Es ist soweit, Leute, die nächste Challenge steht an. In jedem Bucket befinden sich 8 Chicken Wings und 5 Bites. So kommen wir auf 13 Stück. Ein Loco Burger noch vornehmen, denn dort sind auch immer 2 Bites drauf. Ich bin gespannt, ob wir das Ganze schaffen. 120 Stück, das wird episch, das wird legendär, das wird schwierig. Aber ich würde sagen, wir gehen die legendäre Loco Chicken Challenge an. Unsere Stoppuhr ist parat. Wir schauen, wie lange wir brauchen für 120 Loco Chicken Wings und Bites, dazu die Burger. Auf die Plätze, fertig, auf geht's in die legendäre 120 Plus Loco Chicken Challenge. Dann haben wir uns jetzt mal die Uhr vorne hingestellt und jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns als allererstes unsere Handschuhe an. Die gibt es nämlich tatsächlich hier mit on top, die wir bekommen haben, netterweise. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Bucket. Wie gesagt, ihr seht, wir haben 8 Buckets vor uns und ich würde sagen, wir packen uns Nummer 1 und Nummer 2 und die ersten beiden Burger, damit wir hier ein bisschen mehr sehen, glaube ich. Und dann starten wir das Ganze. Nehmen uns mal hier, wir haben jeweils auch alle Soßen mit da vorne, falls ihr die sehen könnt. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Das könnte schon so ein Bite sein. Ich weiß gar nicht die Unterschiede hier. Probieren wir mal. Boah, heiß. Also, so sieht das Ganze aus. 13 Stück sind immer drin. Nummer 1 haben wir damit durch. Schmeckt meiner Meinung nach 1000-mal besser als KFC, ne? Das waren die Bites, denn jetzt kommen wir zu den Chicken Wings. Die haben nämlich den Knochen mit dabei und Leute, Halleluja, ist das heiß. Ich würde sagen, wir machen die erste Box fertig. Und dann gehen wir mal auf die Soßen ein. Damit starten wir jetzt so richtig in die Loco Chicken Challenge und passenderweise habe ich auf Lieferando die Nährwerte dazu gefunden. Das heißt, wir werden mal schauen, auf wie viel Kalorien wir am Ende kommen. Die Soßen, die zählen wir natürlich nicht mit und wer sich die Nährwerte nochmal genauer anschauen möchte, der kann gerne auf Lieferando schauen. Da findet man die Produktinfos. Und damit haben wir unsere ersten Loco Chicken Box soweit durch. Das Einzige, was wie gesagt noch übrig da bleibt, sind dann die letzten Flügel. Insgesamt 8 Stück, die Knochen davon. Und die waren schon richtig geil. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich eher mittlerweile der Fan von diesen Bites, ne, weil man die komplett essen kann. Aber wie gesagt, die erste Box, die ist tatsächlich soweit durch. Und auf jedem sind, wie gesagt, 2 Bites noch drauf, die mit dazu gerechnet werden. Haut natürlich doppelt dreifach rein mit einem Burger. Das ist der, wird hier mal angekreuzt, der Coleslaw Chicken. Das heißt, das Ganze dementsprechend mit Krautsalat. So sieht das Ganze aus. Ne? Probieren wir. Das wird es auf jeden Fall doppelt und dreifach schwierig machen. Halleluja. Damit haben wir auch unseren ersten Loco Coleslaw Burger durch. Hat gut geschmeckt, vor allem die Kombination mit dem Coleslaw finde ich ganz geil. Der Burger kommt wieder als nächstes. Jetzt kommen wir zur nächsten Loco Bucket. Natürlich gemischt. Wie gesagt, auch hier wieder insgesamt 13 Stück. Ist tatsächlich auch wie Jalapeno so heiß. Halleluja. Nur auf die nächste. Das ist die Harissa Mayo. Die Harissa Mayo war super, kann ich jetzt schon sagen. Machen wir die nächste auf, Hot Chili Soße. Boah, 7 Stück, ne? Das ist schon Wahnsinn, wie viel es davon gibt. Gehen wir in die nächste rein.
den Knochen bis am Knorpel weg. Boah, die schmeckt geil, die ist aber scharf. Halleluja. Rosemary Ketchup. Und die Barbecue ist geil. Halleluja, Barbecue ist richtig geil. Und dann kommen wir noch zur Trüffelmayo. Auch geil. Ich muss sagen, Trüffelmayo und Barbecue passen tatsächlich mit am besten dazu, auch die Harissa. Wäre meine Favorite. Freue ich mich gleich drauf. Da können wir noch schon ein bisschen dippen. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf zum nächsten Bucket. Damit haben wir den nächsten Bucket weg, die nächsten 13 Stück. Das heißt, wir sind bei 26 Buckets, ne? Also insgesamt Chicken. Und 2 waren ja auf dem Burger, heißt 28. Und damit, dadurch, dass wir auch die nächste Runde wieder durch haben, kommen wir damit zum nächsten Mal wieder. Und ich sag mal so, das ist jetzt der sogenannte, ist auch hier wieder angekreuzt, Trüffelburger. Auch der soll relativ neu sein, deswegen ist er hier noch gar nicht so mit auf dem Zettel drauf. Schauen wir uns den mal an. Ich hoffe nicht, dass die ins... Ach du Scheiße, schaut mal hier. Da sind noch Onions, Bacon mit drauf. Halleluja. Und Trüffelmayo. Ich glaube, das wird uns am Ende, glaube ich, echt so ein bisschen das Ganze vielleicht durch den Strich durch die Rechnung machen. So Leute, damit haben wir den nächsten Burger durch. Halleluja. Vielleicht müssen wir die Burger nachher skippen und uns so auf die Chicken Wings konzentrieren, weil die hauen natürlich mächtig rein. Überleg mal, wir haben jetzt einfach schon 2 Loco-Burger weg und 2 komplette Buckets. Damit sind wir aber jetzt schon bei 26 plus jeweils 4, insgesamt 30 Chicken Wings. 90 stehen noch vor uns, 1/3 geschafft, 1/4. Oh jo, Halleluja. Aber ich würde sagen, auch hier haben wir wieder ein frisches Bucket bekommen und schauen, was die nächsten 13 Chicken so können. Normalerweise wisst ihr, bringt uns die Nummer 7 auf diesem Kanal immer etwas Glück. Ob die 13 und dementsprechend heute Pech bringt, das werden wir zuletzt sehen. Aber das nächste Bucket soweit leer. Alle Chicken Wings sind hier soweit raus. Wie gesagt, sind jetzt noch die Knochen und soweit alles drin. Und haben damit jetzt 39, also 13 mit den Dingern. 2 Burger schon weg. Heißt, wir sind jetzt bei 44. Aber eins muss ich euch sagen, Halleluja, bin ich hier am Schwitzen. Und damit machen wir weiter mit unserer nächsten vollen Box. 13 Bites. Und dann geht's in die nächste Runde. Leute, ich bin so krass am Schwitzen, das gibt's gar nicht, ne? Der einzige Vorteil ist, dass die Wings so ein bisschen abgekühlt haben, also die sind immer noch warm, ne? Aber die sind nicht mehr so heiß, das ist halt echt der Vorteil. Aber die sind unnormal mächtig durch diese Panade, ne? Ich glaube, die Panade habe ich komplett unterschätzt, weil es doch was anderes ist als die letzten Wings, die wir zum Beispiel bei Hooters hatten. Halleluja, sind die mächtig. Also hiervon eine Bucket, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, Halleluja, das ist schon ordentlich, ey. Und dann insgesamt 120 Stück, puh, mal schauen, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht wieso, ne? Aber die Wings mit den Knochen, die sind definitiv heißer noch. Ich weiß nicht warum, die sind unnormal heiß. Ich glaube, die lassen mich auch richtig schwitzen. Aber wie gesagt, die sind schon richtig heiß. Die Bites tatsächlich ein bisschen eher abgekühlt. Gehen natürlich nur, ich sag mal, weil es keine Knochen sind, einfach runter. Aber der Mix, Halleluja. Damit haben wir auch unsere nächste Box soweit durch. Die nächsten 13 Chicken Wings haben wir geschafft. Heißt, wir müssen jetzt bei 56 sein. Und falls ihr es hört, ich bin immer noch nicht 100%ig fit. Ich hoffe, dass mir das nicht am Ende auch noch so ein bisschen Strich durch Rechnung macht. Das kann auch der Grund sein, warum ich gerade so ein bisschen mehr anfange zu schwitzen. Aber ich würde sagen, unsere nächsten Buckets sind in der Mache. Und dann geht's weiter. Übrigens, während ich gerade hier auf die 5. Bucket und 6. Bucket warte, ist hier nebenan direkt ein Fernseher und da läuft die Eröffnung von Loco Chicken Düsseldorf mit halt Trimax, Illigella, Luciano selbst und so. Liebe Grüße raus, vielleicht sehen Sie ja das Video irgendwann. Und ja, finde ich geil, ne? Also vielleicht sind wir auch mal irgendwann bei der Loco Chicken Eröffnung dabei. Vielleicht in Düsseldorf kommt noch, vielleicht kommt da noch mal was, wer weiß, ne? Aber hier in der Altstadt ist schon ein guter Hotspot. Unsere nächsten Buckets sind da und Halleluja, die sind wieder so heiß. Ich fühle es jetzt schon. Das Ding ist so heiß, dann machen wir mal auf. Und es ist wieder so am Qualm. Boah. Unnormal krass am Qualm. Auch jetzt muss ich bei den Bites sogar pusten.
Aber ich würde sagen, auf geht's in die nächste Runde. Bucket Nummer 5. Also das muss man wirklich sagen, die kamen wirklich immer richtig heiß geliefert. Liegt daran, dass es wirklich komplett frisch immer gemacht wurde und das muss man definitiv als Pluspunkt hervorheben. Also ich bleib dabei, ne? Die Wings, sobald die so ein bisschen abgekühlt sind, sind die, ich sag mal, etwas angenehmer zum Essen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist definitiv so. Ich meine, zum einen sieht man, ob vom Knochen alles ab ist, wobei bei den Beizen halt auch alles, aber... Damit haben wir auch unsere 5. Bucket soweit durch, kommen jetzt zu Bucket Nummer 6 und damit sind wir bei 69, weil wir schon 2 Burger haben. Upsi, jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf. Auf geht's in Bucket Nummer 6. Ja, danke schön, danke schön. Ja, darf lieber schmecken, oder? Ja, ich versuch's noch, danke schön. Danke schön. So Leute, damit haben wir unser Bucket Nummer 6 auch soweit durch. Und damit sind wir bei, müssten jetzt, 6 mal 13, müssten wir bei 79 angekommen sein, wenn ich mich jetzt nicht verzähle. Ich glaube schon. So Leute, 13 mal 6, ich habe gerade nochmal sicherheitshalber nachgerechnet, müssen wir bei 78 sein. Und dann natürlich plus die beiden auf den Burgern sind wir dann dementsprechend bei 82. Also, es nähert sich so langsam. Die nächsten beiden Boxen sind geordert und damit nochmal 26 drauf. Mal schauen, ob wir die 120 schaffen. Es wird langsam echt immer schwieriger, sage ich euch ganz ehrlich. Vor allem bin ich am Schwitzen, ich sag mal so, auf Deutsch gesagt, wie ein Schwein. Leider müssen wir noch ein bisschen warten, denn tatsächlich ist hier Hochbetrieb und ich glaube, ihr könnt euch auch vorstellen, was hier, ich sag mal, sonntags in Düsseldorf bei schönem Wetter los ist und wir sind nicht die Einzigen, die, sage ich mir, einen riesen Hunger haben und deswegen müssen wir noch auf unsere letzten Buckets warten. Ich sag mal, wieso, wir haben die jetzt schon mal alle zusammen geordert, insgesamt noch mal 3 Stück, dass wir auf 9 kommen und dementsprechend hoffe ich, dass die jetzt gleich kommen. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Warten lohnt sich meistens. Wir haben die nächsten und damit die letzten 3 Buckets genommen. Denn damit würden wir auf, ich meine, wenn wir es hochrechnen, 9 mal 13, ne, 90, 27. Dementsprechend auf unsere letzten Wings kommen, weil 4 haben wir ja schon mit den Burgern weg. Und dementsprechend würde ich sagen, auf geht's in die letzten 3 Buckets. Was immer noch 39 insgesamt Chickens sind bei Loco Chicken. Aber let's go, würde ich sagen. Die nächsten Wings soweit wieder durch und sind damit bei den nächsten 13 angekommen. Das heißt, wir haben jetzt noch 26 vor uns und dann haben wir die 120 plus geschafft. Halleluja, das wird noch ein wilder Ritt, aber 26 hört sich wenig an, ist aber noch eine Menge. So sieht es wieder aus. Ich versuche es auf jeden Fall, sagen wir mal so. Ja, viel Glück. Dankeschön. Dankeschön, noch schmeckt es tatsächlich auch noch. Wo findet man dich? Überall, auf YouTube, TikTok, Insta, Big M und Big M. Kommt drauf an, wo du es eingibst. Ansonsten Big M Eats Food, so ist es meist ausgeschrieben. Aber da müsstest du auch auf TikTok gerade live sehen oder so. Ja, viel Erfolg. Dankeschön. So Leute, damit, ich sag mal so, kriegt meine kleine Erkältung immer ein bisschen mehr rein, weil ich immer mehr am Schwitzen bin, aber wir haben tatsächlich jetzt Bucket Nummer 8 soweit durch und kommen damit jetzt tatsächlich, ich sag mal, zum letzten Bucket und damit, zu Chicken Wing 120 plus, damit wären es nämlich 121, denn wenn wir jetzt 9 Buckets A13 gegessen hätten, wären wir bei 90, 27, 117 und 4 mit den Burgern, wären wir tatsächlich bei 121 Buckets, Halleluja, Chicken Wings, besser gesagt, ich fühle mich schon, so fühle mich auch gerade. Also auf geht's in Bucket Nummer 9 und die letzte Runde Loco Chicken. Auf geht's, meine Lieben, in die letzte Runde Loco Chicken Bucket. Habe ich umgestellt auf, ich sag mal, 9 Buckets, A13 Stück, bis bei 117 plus 4 Burger mit 4 Dingern bis bei 121. Was trinkst du? Trinkst du Wasser dazu? Ja. Ich habe jetzt auch schon, das sind 04er, 3 gleich weg. Das merkst du schon, ne? Wo kann man dich sehen? Auf TikTok bin ich live, da steht so auch Big M. Oder auf YouTube genauso.
So Leute, damit kommen wir tatsächlich zu Chicken Nummer 120 und zu Chicken Nummer 121. Das sind beides nochmal, wie gesagt, jetzt nochmal die Bites. Wir hatten uns komplett gemischt, ne? Von den Wings und Bites an. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier 9 komplette Buckets gegessen, was natürlich dann mal 13 insgesamt. Diese 100 müssten dann ja 118 gewesen sein, genau. Ne? 9, 90, ne, 10 Stück und dann 3 mal 7 sind wir dann bei, wie gesagt, 117. Und dann hatten wir ja 2 Burger gegessen, wo insgesamt 4 drauf waren. Und damit sind wir bei 120 und 121. Oh, die wir damit geschafft haben. Und Halleluja, Leute. Das war eine geile, aber eine richtig anstrengende Challenge, sage ich euch. Gebraucht haben wir jetzt 143 Minuten für 120 Chicken bei Loco Chicken. Ist natürlich im Ganzen ein bisschen geschuldet, dass jetzt hier wirklich sehr voll war. Wir zwischendurch echt ein bisschen länger warten mussten. Hat der Verdauung natürlich ein bisschen gut getan. Ne? Aber ansonsten kommt das jetzt normalerweise nicht vor. Erst mal in einem durch. Meistens ja auch die magische Stunde. Aber deswegen hatte ich mir jetzt auch in Anführungsstrichen keine Zeit gesetzt, weil ich wusste, es kann vielleicht dazu führen, dass, ich sag mal, vielleicht ein bisschen Wartezeit ist und dann wäre es blöd gewesen, dass wir hätten wegen der Zeit wieder, wie vielleicht bei den 10 Dönern oder so, da das hätte nicht geklappt. Ne? Aber 120 Chicken, beziehungsweise 121 sind es am Ende geworden, haben wir geschafft. Boah, Halleluja. Und damit habe ich auch, ich sag mal, die Cola durch. Wir haben jetzt auch hier insgesamt 4 Getränke noch weg gehabt. Ne? Das sind auch nochmal 0,4 Liter mal 4, 1,6 Liter. Ich sag euch ehrlich, so fühlt sich auch mein Bauch an. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich Loco Chicken abcheckt. Ne? Checkt natürlich auch gerne unseren Zweitkanal ab oder auch Social Media. Wir sind auf TikTok immer live, wenn sowas Ganze ist. Ne? Meistens auch vielleicht noch woanders, aber oft auf jeden Fall auf TikTok. Und dementsprechend gerne auch, wie gesagt, Social Media wie Instagram, TikTok abchecken, unseren Zweitkanal auf YouTube. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert, geliked habt und wir uns beim nächsten Mal hier auf unserem Zweitkanal, wie gesehen, vielen, vielen Dank nochmal an Loco Chicken, die uns das Ganze ermöglicht haben. Denn das ist nicht selbstverständlich, sage ich euch. Und dementsprechend würde mich freuen, wenn ihr auch gerne mal Loco Chicken einmal vorbeischaut. Verlinke ich euch natürlich auch an der Stelle hier. Könnt ihr gerne mal kommentieren, was euch so bei Loco Chicken gefällt. Ob ihr schon mal da wart oder nicht. Ich kann das Ganze echt nur empfehlen. Vor allem die Wings haben mich am Ende doch überzeugt. Gerade mit den Soßen. Also Daumen hoch dafür. Und in dem Sinne würde ich sagen, nach einem kleinen Foodkoma, nach einem ordentlichen Espresso gleich noch und ein bisschen Schlaf, sehen wir uns bei der nächsten Challenge wieder. Macht's gut, bis dann. Liebe Grüße von Loco Chicken. Ciao, ciao.